Hallo. Ich heiße Leni und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Es geht um meinen Traum, ein eigenes Café in Deutschland zu eröffnen. Seit meiner Kindheit träume ich davon, ein eigenes Café zu besitzen. Ich liebe es, Kaffee zu trinken und Gebäck zu backen. Nach meinem Studium habe ich beschlossen, diesen Traum zu verwirklichen. Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich gehört habe, dass die Stadt viele Möglichkeiten für junge Unternehmer bietet. Zuerst musste ich einen passenden Ort finden. Ich habe viele Tage damit verbracht, verschiedene Stadtteile zu erkunden. Schließlich habe ich einen kleinen, gemütlichen Laden in Kreuzberg gefunden. Der Laden hatte eine charmante Atmosphäre und war perfekt für mein Vorhaben. Dann begann die wahre Herausforderung, die Renovierung des Ladens. Der Laden war alt und musste komplett renoviert werden. Ich habe Handwerker engagiert, um die Wände zu streichen und neue Möbel zu installieren. Es war harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich wollte, dass mein Café ein Ort wird, an dem sich die Leute wohlfühlen und entspannen können. Während der Renovierung habe ich auch die notwendigen Genehmigungen beantragt. Es gab viele Formulare auszufüllen und viele Besuche bei verschiedenen Behörden. Es war manchmal frustrierend, aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe viel über Bürokratie gelernt und war stolz, als ich schließlich alle Genehmigungen erhielt. Endlich war der Tag der Eröffnung da. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte Werbung gemacht und Einladungen an Freunde und Familie verschickt. Am Eröffnungstag war das Café voll von Menschen. Es war ein großer Erfolg. Die Leute liebten meinen Kaffee und mein Gebäck. Ich hatte viele positive Rückmeldungen und fühlte mich bestätigt in meinem Vorhaben. Aber es gab auch Herausforderungen. Manchmal kamen weniger Kunden als erwartet. Ich musste kreative Wege finden, um mein Café bekannt zu machen. Ich habe eine Website erstellt und Social Media genutzt, um mein Café zu bewerben. Ich habe auch Flyer in der Nachbarschaft verteilt und spezielle Angebote gemacht. Langsam aber sicher kamen immer mehr Kunden. Ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, gute Mitarbeiter zu haben. Ich habe ein kleines Team von freundlichen und engagierten Menschen eingestellt. Sie halfen mir, das Café zu einem besonderen Ort zu machen. Wir arbeiteten gut zusammen und schufen eine warme und einladende Atmosphäre. Eines Tages kam ein berühmter Foodblogger in mein Café. Er war begeistert von meinen Backwaren und schrieb einen positiven Bericht über mein Café. Danach kamen viele neue Kunden und mein Café wurde sehr beliebt. Es war erstaunlich zu sehen, wie schnell sich die Nachrichten verbreiteten und wie viele Menschen mein Café besuchen wollten. Heute, ein Jahr nach der Eröffnung, läuft mein Café sehr gut. Es war ein harter Weg, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Mein Traum ist wahr geworden und ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe gelernt, dass mit harter Arbeit, Entschlossenheit und ein wenig Kreativität alles möglich ist. Wenn du auch einen Traum hast, gib niemals auf. Mit harter Arbeit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Familie, Freunde und Kunden. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mein Café ist mehr als nur ein Geschäft, es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und schöne Momente teilen können. Das Gebäck. Das Gebäck im neuen Café ist sehr lecker. Der Unternehmer.
Der Unternehmer gründete eine erfolgreiche Firma. Das Vorhaben. Sein Vorhaben, ein Buch zu schreiben, war sehr ambitioniert. Der Laden. Der Laden an der Ecke verkauft frisches Obst und Gemüse. Die Genehmigung. Ohne Genehmigung darf man hier nicht parken. Die Werbung. Die neue Werbung im Fernsehen ist sehr kreativ. Die Einladung. Ich habe eine Einladung zu seiner Hochzeit bekommen. Die Rückmeldung. Die Rückmeldungen der Kunden waren sehr positiv. Das Angebot. Das Angebot im Supermarkt ist diese Woche besonders gut. Der Kunde. Der Kunde war mit dem Service sehr zufrieden. Die Nachricht. Ich habe eine wichtige Nachricht von meinem Chef erhalten. Die Entschlossenheit. Ihre Entschlossenheit hat ihr geholfen, das Ziel zu erreichen. Das Geschäft. Das Geschäft an der Hauptstraße verkauft schöne Kleidung. Passend. Das Kleid ist für den Anlass sehr passend. Frustrierend. Es ist frustrierend, wenn der Computer ständig abstürzt. Stolz. Er war sehr stolz auf seine Tochter, als sie den Preis gewann. Eröffnen. Sie möchten ein eigenes Geschäft eröffnen. Besitzen. Sie besitzen ein wunderschönes Haus am See. Renovieren. Wir planen, nächstes Jahr unser Haus zu renovieren. Hallo. Ich heiße Leni und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Hallo. Ich heiße Leni und ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Es geht um meinen Traum, ein eigenes Café in Deutschland zu eröffnen. Es geht um meinen Traum, ein eigenes Café in Deutschland zu eröffnen. Seit meiner Kindheit träume ich davon, ein eigenes Café zu besitzen. Seit meiner Kindheit träume ich davon, ein eigenes Café zu besitzen. Ich liebe es, Kaffee zu trinken und Gebäck zu backen. Ich liebe es, Kaffee zu trinken und Gebäck zu backen. Nach meinem Studium habe ich beschlossen, diesen Traum zu verwirklichen. Nach meinem Studium habe ich beschlossen, diesen Traum zu verwirklichen. Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich gehört habe, dass die Stadt viele Möglichkeiten für junge Unternehmer bietet. Ich bin nach Berlin gezogen, weil ich gehört habe, dass die Stadt viele Möglichkeiten für junge Unternehmer bietet. Zuerst musste ich einen passenden Ort finden. Ich habe viele Tage damit verbracht, verschiedene Stadtteile zu erkunden. Zuerst musste ich einen passenden Ort finden. Ich habe viele Tage damit verbracht, verschiedene Stadtteile zu erkunden. Schließlich habe ich einen kleinen, gemütlichen Laden im Kreuzberg gefunden. Schließlich habe ich einen kleinen, gemütlichen Laden im Kreuzberg gefunden. Der Laden hatte eine charmante Atmosphäre und war perfekt für mein Vorhaben. Der Laden hatte eine charmante Atmosphäre und war perfekt für mein Vorhaben. Dann begann die wahre Herausforderung, die Renovierung des Ladens. Dann begann die wahre Herausforderung, die Renovierung des Ladens. Der Laden war alt und musste komplett renoviert werden.
Der Laden war alt und musste komplett renoviert werden. Ich habe Handwerker engagiert, um die Wände zu streichen und neue Möbel zu installieren. Ich habe Handwerker engagiert, um die Wände zu streichen und neue Möbel zu installieren. Es war harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Es war harte Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ich wollte, dass mein Café ein Ort wird, an dem sich die Leute wohlfühlen und entspannen können. Ich wollte, dass mein Café ein Ort wird, an dem sich die Leute wohlfühlen und entspannen können. Während der Renovierung habe ich auch die notwendigen Genehmigungen beantragt. Während der Renovierung habe ich auch die notwendigen Genehmigungen beantragt. Es gab viele Formulare auszufüllen und viele Besuche bei verschiedenen Behörden. Es gab viele Formulare auszufüllen und viele Besuche bei verschiedenen Behörden. Es war manchmal frustrierend, aber ich habe nie aufgegeben. Es war manchmal frustrierend, aber ich habe nie aufgegeben. Ich habe viel über Bürokratie gelernt und war stolz, als ich schließlich alle Genehmigungen erhielt. Ich habe viel über Bürokratie gelernt und war stolz, als ich schließlich alle Genehmigungen erhielt. Endlich war der Tag der Eröffnung da. Ich war sehr aufgeregt. Endlich war der Tag der Eröffnung da. Ich war sehr aufgeregt. Ich hatte Werbung gemacht und Einladungen an Freunde und Familie verschickt. Ich hatte Werbung gemacht und Einladungen an Freunde und Familie verschickt. Am Eröffnungstag war das Café voll von Menschen. Am Eröffnungstag war das Café voll von Menschen. Es war ein großer Erfolg. Die Leute liebten meinen Kaffee und mein Gebäck. Es war ein großer Erfolg. Die Leute liebten meinen Kaffee und mein Gebäck. Ich hatte viele positive Rückmeldungen und fühlte mich bestätigt in meinem Vorhaben. Ich hatte viele positive Rückmeldungen und fühlte mich bestätigt in meinem Vorhaben. Aber es gab auch Herausforderungen. Manchmal kamen weniger Kunden als erwartet. Aber es gab auch Herausforderungen. Manchmal kamen weniger Kunden als erwartet. Ich musste kreative Wege finden, um mein Café bekannt zu machen. Ich musste kreative Wege finden, um mein Café bekannt zu machen. Ich habe eine Website erstellt und Social Media genutzt, um mein Café zu bewerben. Ich habe eine Website erstellt und Social Media genutzt, um mein Café zu bewerben. Ich habe auch Flyer in der Nachbarschaft verteilt und spezielle Angebote gemacht. Ich habe auch Flyer in der Nachbarschaft verteilt und spezielle Angebote gemacht. Langsam aber sicher kamen immer mehr Kunden. Langsam aber sicher kamen immer mehr Kunden. Ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, gute Mitarbeiter zu haben. Ich habe auch gelernt, wie wichtig es ist, gute Mitarbeiter zu haben. Ich habe ein kleines Team von freundlichen und engagierten Menschen eingestellt. Ich habe ein kleines Team von freundlichen und engagierten Menschen eingestellt. Sie halfen mir, das Café zu einem besonderen Ort zu machen. Sie halfen mir, das Café zu einem besonderen Ort zu machen. Wir arbeiteten gut zusammen und schufen eine warme und einladende Atmosphäre. Wir arbeiteten gut zusammen und schufen eine warme und einladende Atmosphäre. Eines Tages kam ein berühmter Foodblogger in mein Café. Eines Tages kam ein berühmter Foodblogger in mein Café.
Er war begeistert von meinen Backwaren und schrieb einen positiven Bericht über meinen Kaffee. Er war begeistert von meinen Backwaren und schrieb einen positiven Bericht über meinen Kaffee. Danach kamen viele neue Kunden und mein Kaffee wurde sehr beliebt. Danach kamen viele neue Kunden und mein Kaffee wurde sehr beliebt. Es war erstaunlich zu sehen, wie schnell sich die Nachrichten verbreiteten und wie viele Menschen mein Kaffee besuchen wollten. Es war erstaunlich zu sehen, wie schnell sich die Nachrichten verbreiteten und wie viele Menschen mein Kaffee besuchen wollten. Heute, ein Jahr nach der Eröffnung, läuft mein Kaffee sehr gut. Heute, ein Jahr nach der Eröffnung, läuft mein Kaffee sehr gut. Es war ein harter Weg, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Es war ein harter Weg, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Mein Traum ist wahr geworden und ich freue mich auf die Zukunft. Mein Traum ist wahr geworden und ich freue mich auf die Zukunft. Ich habe gelernt, dass mit harter Arbeit, Entschlossenheit und ein wenig Kreativität alles möglich ist. Ich habe gelernt, dass mit harter Arbeit, Entschlossenheit und ein wenig Kreativität alles möglich ist. Wenn du auch einen Traum hast, gib niemals auf. Wenn du auch einen Traum hast, gib niemals auf. Mit harter Arbeit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen. Mit harter Arbeit und Entschlossenheit kannst du alles erreichen. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Familie, Freunde und Kunden. Ich bin dankbar für die Unterstützung meiner Familie, Freunde und Kunden. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ohne sie wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Mein Kaffee ist mehr als nur ein Geschäft, es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und schöne Momente teilen können. Mein Kaffee ist mehr als nur ein Geschäft, es ist ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen und schöne Momente teilen können.